Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Heute gibt es die kleine Analyse zum Doppeltest und dann auch noch kleine Fazits aus dem Trainingslager, was wir mitnehmen können und so weiter. Dietz hat ja auch schon gesagt, dass es sehr, sehr erfolgreich war und dass eventuell noch einige Abgänge vor uns stehen werden. Als Beispiel können wir da Alexa Marusic nehmen. Lasst aber gerne ein Like und ein Abo da auf dieses Video, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke und damit starten wir dann auch rein. 3 Testspiele, Siege, 11:11 Tore, vor allem 11:11, 11:1 Tore und viel Konkurrenzkampf im Kader. So sieht es beim FCM nach dem Trainingslager aus, was Startelf und Gewinner betrifft. Genau, und dazu natürlich dann auch noch ein bisschen was zum Test einzeln, zum Doppeltest, der ja mehr als nur erfolgreich war. Ich glaube, man konnte da wirklich sehr gut überzeugen, meiner Meinung nach. 10 Tage Trainingslager in Ziele, 3 Testspiele und ein erfolgreicher Abschluss mit Siegen gegen Hannover 96 mit einem 3:0 und Dynamo Kiew 3:1. Die Vorbereitung des FCMs auf die Rückrunde der zweiten Bundesliga lief im Jahr 2025 bislang erfolgreich. Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Wir haben echt gut gespielt. Ich fand auch die Zweitmannschaft sehr, sehr stabil, sehr, sehr routiniert, als ob sie schon das sehr, sehr lange genau so zusammenspielen mit dieser Startelf, obwohl das bis jetzt noch nicht einmal der Fall war, außer vielleicht in Testspielen. Also das war wirklich sehr, sehr überzeugend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Doppeltest am Freitag im Belek zeigte, wie gut der FCM aktuell drauf ist. Bevor das Team am Samstag von der türkischen Riviera die Heimreise antritt, schauen wir noch mal genau hin. Was für auf am Freitag und in den Tagen zuvor im Trainingslager. Ja, genau das machen wir und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass vor allem Dietz auch sehr, sehr überzeugt von der Mannschaft ist. Er hat selbst gesagt, dass er nicht erwartet hätte, dass sie Dynamo Kiew so bespielen können. Und das ist ja auch klar, wenn Dynamo Kiew ungefähr einen vierfachen Marktwert von unserem Kader hat und da wirklich ordentliche Spieler dabei sind und sie zudem auch in der Europa League kicken, was ja auch definitiv kein schlechtes Niveau ist. Da sind auch sehr, sehr große Mannschaften dabei. Selbst in der Conference League kann man Chelsea nehmen oder auch Heidenheim, die da echt sehr solide spielen. Also wirklich, wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft gekickt und Hannover sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, die natürlich auch gegen die Young Boys Bern gewonnen haben im Gegenzug. Und sie haben ja nicht nur mit der Zweitmannschaft gespielt, sondern es war ja so Hälfte, würde ich sagen. Deswegen fand ich den Test sehr, sehr gut für die Zweitmannschaft. Wo natürlich dann auch ein Xavi Amici dabei war, der sonst Startelf spielt. Zumindest meistens. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Wir haben so kleine Überpunkte und die bearbeiten wir dann ganz locker. Wir haben kaum Verletzungssorgen, das ist sehr, sehr wichtig. Ohne nennenswerte Ausfälle hat der FCM sein Türkei-Camp absolviert. Wobei noch etwas unklar ist, ob es Alexander Al-Ormström Adduktorenprobleme oder Martin Kars dickes Knie schlimmer erwischt hat. Ein paar Profis waren mal krank, wenige etwas angeschlagen, vorzeitig abreisen musste aber niemand. Und das ist natürlich der wichtigste Punkt beim Trainingslager, dass die Jungs fit bleiben. Natürlich muss man jetzt gucken, was mit Ormström und Kars ist. Ich hoffe, da hat es niemand schwer erwischt. Kurzzeitig machte man sich ja auch Sorgen um Artig, aber dem geht's sehr gut, vor allem nach seinem 30. Geburtstag. So lebt der Konkurrenzkampf und befeuert die Leistung. Plätze im Spieltagskader sind begehrt, aber angesichts der Vielzahl an Spielern knapp. Das wird Trainer Christian Dietz freuen. Und ja, ich glaube, uns FCM-Fans wird das auch definitiv freuen, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil die Qualität damit im Kader einfach steigt. Jedoch müssen wir auch ein paar negative Fakten nennen, nämlich Al-Ormström ist definitiv noch kein Startelf-Kandidat. Der schwedische Winterneuzugang deutete im Trainingslager seine Qualität mehrfach an. Es wäre aber sehr überraschend, wenn er zum Rückrundenstart bei der SV Elversberg in der Startelf stehen würde. Unabhängig davon, wie die Diagnose nach seiner Auswechslung ausfällt. Beim finalen Test gegen Kiew am Freitag kam Alexander Al-Ormström von der Bank, vergab eine gute Chance und musste nach 12 Minuten schon wieder angeschlagen raus. Ja, das sind natürlich erstmal die Fakten, die wir haben. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er sich jetzt verletzt hat, weil ich es ihm auch sehr gegönnt habe. Ich fand ihn noch sehr gut im Spiel, sehr routiniert. Ja, aber natürlich Verletzungen sind so das größte Übel aktuell. Leider, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist sehr, sehr schade. Aber
Wenn er wirklich spielen sollte, er wird definitiv nicht für Kars spielen, außer Kars verletzt sich meiner Meinung nach. Oder Kars wird ins Mittelfeld gezogen und er macht Stürmer. Also das ist die einzige Option, wie ich mir vorstellen könnte, dass er Startelf spielt. Dass er zunächst nur als Joker eingeplant wird, hat zwei Gründe. Zum einen braucht der Schwede noch etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Zum anderen ist Martin Kars aktuell gut in Form und es gibt keinen Grund, ihn als Mittelstürmer rauszunehmen, wenn er denn fit ist. Und ja, wie gesagt, es gibt halt nur diese eine Option, dass Kars auf den Zehner geht. Aber da er das aktuell gut spielt, sollte das nicht so sein. Zudem, das habe ich ja auch schon anfangs angesprochen, die B11 steht bereit. Und das ist ganz klar. Die B11 hat ein richtig gutes Testspiel gegen Hannover gemacht, mit einem 3:0. Und es zeigt mehrere Spieler aus der zweiten Reihe, dass sie richtig gut drauf sind. Als Beispiel haben wir der Falco Michel, der auf der 6 richtig gut überzeugt hat. Corner Krampiki hat im offensiven Mittelfeld überzeugt. Oder auch Tobias Müller stand einfach wie eine Mauer in der Abwehr. Ganz klar. Neuenberger, Brian Texera sind ohnehin nah dran an der Startelf und sind, so wie immer, Option. Alexander Neuenberger hat ja auch schon in der Liga gezeigt, dass er da ist. Und auch Brian Texera zuletzt beim Spiel gegen Düsseldorf war er da ja auch sehr gut drauf und konnte unter anderem scoren. Was sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein bringt. Vor allem für Texera ist das sehr, sehr wichtig aktuell. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, damit kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt. Wenig Veränderungen in der Hierarchie. Robert Leipertz und Jason Checker haben es weiterhin schwer. Beide wurden im B-Team nur eingewechselt. Ein Fingerzeig auf ihre Rolle in der Rückrunde? Fragezeichen. Und ja, es ist einfach so, im B-Team dann nicht spielen zu dürfen für so welche routinierten und eigentlich sehr starken Spieler. Vor allem, weil Robert Leipertz einer der Top-Spieler in den letzten Jahrzehnten in der zweiten Bundesliga ist. Muss man ja auch an dieser Stelle anmerken. Checker saß sogar länger auf der Bank als Magnus Baas, der einfach nur ein Nachwuchsspieler bei uns ist, aber dafür sehr talentiert. Das heißt, er könnte eventuell im Winter noch gehen, muss man ganz klar sagen. Auch sonst scheint die FCM-Startelf stabil. Die Abwehr-Dreierkette ist eingespielt. Barisch Artig zaubert wieder, was mich sehr freut. Und bei Moer Hankuri ist die einzige Frage, wo er für den FCM am wertvollsten ist. Gegen Kiel lief er in der Zentrale als Achter auf. Da sieht Trainer Tietzen aktuell am liebsten. Ja, und das freut mich. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Hankuri, der kann überall spielen, der macht es überall gut dazu noch. Und deswegen ist er einfach meiner Meinung nach aktuell der wertvollste Spieler im Kader für den FCM. Was auch mittlerweile seinen Marktwert zeigt. Dadurch wird ein Platz auf der linken Bahn frei. Da könnte Pierre Najombe zum heimlichen Gewinner werden. Zumindest solange Samuel Lorik nach seiner Verletzung noch fehlt, könnte sich der Ex-Kölner über viel Spielpraxis freuen. Und das denke ich auch. Ich glaube, Najombe wird richtig der Gewinner sein und wird im ersten Spiel auch Startelf spielen. Schreibt eure Meinung an dieser Stelle da in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Schreibt gerne, wie ihr das Trainingslager fandet und wie ihr die Tests fandet. Lasst an dieser Stelle gerne noch ein Like und Abo da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und damit ciao Leute und habt noch einen schönen Tag.